Auf der ITB 2019 sind wir jetzt mal von unserem China-Stand weggegangen, haben einen kleinen Rundgang gemacht und wir sind in der Halle 21. Das ist eine der Afrika-Hallen und wir sind am Stand von Sierra Leone. Wer sich jetzt fragt, wo ist denn das? Sierra Leone ist ein relativ kleines Land in Westafrika, liegt zwischen Guinea und Liberia und dem Atlantischen Ozean. Und Sierra Leone ist ein Land, das seit vielen Jahren wirklich versucht, Tourismus aufzubauen, Touristen ins Land zu holen. Und bei mir ist jetzt Frau Fatmata Abe-Osagie. Sie ist General Manager vom Sierra Leone Tourist Board. Und ich hatte vor ein paar Jahren mal das Vergnügen, wirklich auf Einladung des Tourist Boards Sierra Leone kennenzulernen und habe das sehr genossen. Aber ich würde jetzt natürlich gerne mal aus Ihrer Perspektive wissen, warum sollten Leute nach Sierra Leone kommen? You are really active in promoting Sierra Leone as a travel destination, but why should people come to Sierra Leone? People should come to Sierra Leone because it's a very beautiful destination. It's an untapped destination. It's, as I said, a destination that not many people know about. And I think these are the times wherein people are looking, tourists or travelers are looking for a fresh destination, and Sierra Leone can offer you that tranquility. We have so much to offer in terms of wildlife, culture, history. I mean, the people themselves. It's a beautiful country, so this is why we want people to come, especially those that are looking for a very new destination. Sierra Leone offers that to travelers. Sierra Leone ist ein Land, das bisher vom Massentourismus noch völlig unberührt ist. Wer also Sachen entdecken will, wer Lust hat, wirklich Neues kennenzulernen und nicht dahin zu gehen, wo schon alle möglichen anderen Leute waren, der sollte das Land kennenlernen. Es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu erfahren. Auch die Menschen sind, kann ich selber bestätigen, wirklich sehr, sehr nett, freundlich, hilfsbereit, obwohl sie 2 nationale Katastrophen hinter sich gebracht haben, einen 10-jährigen brutalen Bürgerkrieg und dann noch 2 Jahre Ebola. Aber das ist jetzt alles vorbei und das Land macht einen neuen Anfang, oder gibt es immer noch Probleme, die von daher rühren? The people of Sierra Leone had to go through 2 disasters, 10 years of a brutal civil war and then 2 years of Ebola, but that is over now. Do people still feel the kind of repercussions of that, or do they just look to the future? Well, we look to the future. We're a resilient nation. Yes, we had our challenges. It was a rough challenge, but the thing is, we know how to move forward from that challenge. We don't allow our challenges to press us down. We know we have so much to offer. Sierra Leone is a beautiful country. We don't want to be put down. We've gone through it, we've walked past through it, we're looking forward to the future and what the future has to offer Sierra Leone. Also sie haben natürlich diese großen Herausforderungen zu bewältigen gehabt, aber sie gucken wirklich in die Zukunft, sie lassen sich davon nicht kleinkriegen und sie wollen der Welt zeigen, was Sierra Leone zu bieten hat, und das ist wirklich eine ganze Menge. Und Sierra Leone ist auch historisch und kulturell sehr interessant, denn das Land war einerseits ein Schwerpunkt des Sklavenhandels, auf der anderen Seite sind aber dann auch im 19. Jahrhundert viele befreite Sklaven in Sierra Leone angesiedelt worden. Also nachdem Großbritannien den Sklavenhandel abgeschafft hatte, hat die britische Marine im Atlantik Jagd auf Sklavenschiffe gemacht. Und wenn sie solche Schiffe aufbrachte und Sklaven befreit hatte, dann hat sie die nach Sierra Leone gebracht. Die Hauptstadt von Sierra Leone heißt deshalb auch Freetown. Insofern hat das Land viele Menschen verloren, aber auch viele gewonnen. Wie geht das Land mit diesem kulturellen Mix um? I just said that on the one hand, Sierra Leone was a hub of slave trade, so people were taken from the land. On the other hand, people were brought to the land, because when the British Navy were chasing slave ships in the Atlantic, when they freed slaves, they brought them to Freetown. That's why Freetown is called Freetown. And that also created a very interesting cultural mix. Yeah.
So, do you think this is also one of the assets that you have for tourism? Yes, it is. It is. As a matter of fact, the cotton tree, which is at the center of Freetown, is the exact spot where these free slaves were brought in. And like you said, it's a melting pot. Some of these free slaves have descendants from Ghana, Nigeria, the Senegal, and different parts of Africa. And they were all brought to Sierra Leone. So it's what kind of developed the mixed culture and the uniqueness of our culture. And I must tell you, it's one of our strong selling points. Also dieser kulturelle Mix, der sich daraus ergeben hat, ist natürlich einer der Marketingpunkte, mit denen Sie arbeiten. Und das hat das Land auch sehr viel reicher gemacht. Es gibt im Stadtzentrum von Freetown den Cotton Tree, ist ein ganz, ganz großer Baum. Und zumindest der Legende nach haben sich die befreiten Sklaven immer erstmal da versammelt, haben dafür ihre Freiheit gedankt. Und diese Sklaven kamen eben aus verschiedenen Teilen von Afrika und haben zu diesem kulturellen Mix beigetragen. Nun ist ja Sierra Leone auch bekannt als ein Land, in dem es Diamanten gibt. Also auch, ich habe hier die Visitenkarte, da ist auch ein Diamant drin zu sehen. Die Diamantenvorkommen sind im Südosten an der Grenze zu Liberia. Und kann man da eigentlich selber auf Diamantensuche gehen? Nein, weil man darf die eigentlich nicht mitnehmen. Sierra Leone is also rich in diamonds in the southeast near Liberia. Can people actually, tourists, can they look themselves for diamonds, but they are not allowed to take them out? Huh? Well, yes, we have several diamond areas. The main one is in Kono district. So there is people want to go and see, they can go depending on if it's part of your itinerary, you can do that. But as I say, even though it's part of what we have that makes Sierra Leone so unique, government is diversifying. We are looking on other areas in agriculture and tourism. And I must tell you that this present government, under the new direction, the focus is more on tourism, agriculture, fisheries, another sector that would diversify the economy. But of course, but you could visit the diamond diggers and watch them working. You could visit and watch. You could visit. I believe you've been on a farm trip where you have seen. We've taken you to some of these sites and all of these, and then you see people doing it. So you can. Also. Man findet da natürlich nicht die Diamanten am Wegesrand, aber man kann zum Beispiel im Südosten die Diamantenschürfer bei ihrer Arbeit beobachten. Man kann ihnen zusehen, wie sie das machen. Aber natürlich, man kann viele andere Dinge machen. Man kann zum Beispiel vor der Küste von Freetown eine sehr schöne kleine Insel besuchen, Banana Island. Und da kann man schnorcheln und tauchen und so weiter. Kann man zum Beispiel, wenn man jetzt passionierter Sportangler ist, kann man da entsprechende Trips buchen. If you are, for example, a passionate sport fishing person, is it possible to book fishing trips on the coast? It is. We do a lot of that. We do. You can do that. And I was just trying to show you, this is a picture of some of the sporting activities. Also das sind einige der Aktivitäten, die man unternehmen kann. Surfing, Segeln, Tauchen, all das kann man machen. Wie kommt man am besten von Europa nach Sierra Leone? Also wir sind damals mit Brussels Airlines geflogen, war ganz einfach, Berlin, Brüssel, Freetown. Welche Möglichkeiten gibt es noch? When we just went Berlin, Brussels, Freetown with Brussels Airlines. Which other possibilities are there, for example, from other parts in Germany to come to Sierra Leone? Well, you can also use France. You can look from Germany, Air France? Yes, with Air France, and then to Freetown. You could use also Air Morocco. The Air Morocco. Oh, Air Morocco, yeah. Also die marokkanische, yeah. And then we also have the Turkish Airlines. We also the British Airways is not flying to Sierra Leone. Yeah, Turkish Airlines is flying to Sierra Leone. The British Airways is not flying to
to Sierra Leone currently, but I know that there are talks around it, which government and the Ministry of Transport is looking to. And also very soon, Ethiopia Airlines will soon be flying. That's what I just yes, Ethiopia Airlines in the not too very soon, I'm sure within the course of the year, we start flying to Sierra Leone. And there is also talk of new flights coming to Sierra Leone. Also es gibt verschiedene Airlines, mit denen man fliegen kann. Brussels Airlines ist gerade für Berliner sehr bequem, aber man kann mit Royal Air Maroc fliegen, der marokkanischen Airline, über Rabat. Und man kann mit Turkish Airlines fliegen. British Airways fliegt zurzeit nicht, aber da gibt es Verhandlungen darüber. Und in der nahen Zukunft wird Ethiopian Airlines von Addis Abeba aus nach Freetown fliegen und nach Addis Abeba kommen wir auch ganz leicht von Frankfurt. Das ist eine Möglichkeit. Der Flughafen Lungi ist am Nordufer der Mündung des Sierra Leone-Flusses. Freetown liegt am Südufer und die Mündung ist sehr breit. Man ist da erst mal so 25 Minuten mit einem Boot unterwegs, wenn man dahin will. Aber ich habe gehört, es soll eine Brücke gebaut werden. Lungi Airport is on the northern shore of the Sierra Leone river mouth. Yeah. Freetown is on the southern one. So at the moment, you have to take a boat ride, which can also be nice, of course. But I heard that you're also working on building a bridge. Yeah, government is working on that. There are talks around it, and I know the process, discussions are ongoing, and very soon, within the course of the year, we shall hear concrete arrangements with regards to the bridge. Ja, also es gibt momentan Planungen und Verhandlungen darüber und man wird also demnächst dafür sorgen, dass die Brücke gebaut wird. Das wird dann natürlich die Fahrt vom Flughafen in die Stadt sehr verkürzen. Aber ich habe auch gehört, man will die Fährboote auch beibehalten, weil das auch ein gewisses touristisches Erlebnis ist. But I also was told that you want to keep the boats as well, because this is also a kind of touristic experience. Yeah, we will. That will not kick out the boat. It's just that it gives you multiple choice, an option. You've experienced it. Going with the boat is also a tourism experience. And I think I'll advise visitors to also experience it too. It's very beautiful. You come with the boat from the airport, you have a clear view of the landscape, of the coastline, it's really beautiful. So we're not kicking that out, we're just creating multiple options for travelers. Also die Brücke wird dann für die Reisenden eine weitere Option sein. Wenn man mit dem Boot fahren will, kann man das natürlich auch. Gibt es eine Internetseite, wo man sich informieren kann? Do you have a website where people can get information on Sierra Leone? We have a website. We have a website which is it's welcome to Sierra Leone National Tourist Board.gov.sl. Also die Internetadresse ist ein bisschen lang. Ich lese sie noch mal vor. Sierra Leone, Sierra Leone National Tourist Board.gov.sl. Okay. That is the new domain. Sierra Leone National Tourist Board.gov, also GOV wie Government und dann .sl. Da findet man alle Informationen darüber. Wie war die ITB bis jetzt? How was ITB so far? ITB has been wonderful. In fact, as I speak to you since morning, we've had over 12 meetings of increasing interest from tour operators, the press people, and people involving in social media campaigns have been coming and showing interest to promote Sierra Leone. And yesterday, as you know, we also had a very good press conference. And out of the press conference, there is an article done by, I think, ETTN. See the article, there was an article done. Where's my phone? Let me show you the article. Also ich übersetze das schon mal als Translated. Sie hatten ganz viele verschiedene Meetings schon. Es gibt großes Interesse an Sierra Leone und man muss sagen, man ist von Brüssel aus zum Beispiel mit Brussels Airlines in ungefähr 6-7 Stunden da. Man hat keinen Jetlag, weil man im Prinzip in der gleichen Zeitzone ist. Und das macht es natürlich einfacher. Hawaii, ja. Also wegen der wunderbaren Strände, die Sierra Leone am Atlantik hat, nennt man Sierra Leone jetzt auch das neue Hawaii von Afrika.
Yeah, thank you very much. Good luck for that campaign. Yes. And I hope you get many tourists in Sierra Leone. We will. We're definitely positive about that. We've worked, and this is not the fun. We've also been to other markets. We've been to UK, we've been to the FITU, and we also went to last year, France, the top raiser, and now we're here at the ITB. If you even look at our presentation, you know that we're coming more strongly, more bolder. This is to tell you how ready we are. We know there are challenges, but believe you me, we are working on those challenges, and Sierra Leone is just a beautiful place to be. That is why if you look at our catchphrase now, we have seriously surprising. That is the new catchphrase for Sierra Leone. Es gibt einen neuen Marketing-Slogan, der heißt Seriously Surprising, also wirklich ernsthafte Überraschung. Und da sind Sie jetzt dabei, das zu promoten, und ich kann Ihnen nur viel Glück wünschen. Eine letzte Frage, wie wichtig ist der deutsche Markt für Sie? A last question, how important is the German market for you? It's very important. We think we have product that will be very welcoming to the German market. We have product, we have culture, and one thing that we understand from the German market, they like authenticity. Yeah. Okay, they want to feel part of the people. They want to see how tourism impact on the community. And we have a lot to show for that. We also have adventurous tourism and all of this that I think will be welcome in the German market. That is why it's very important to us. It's very, very important to us. And this time around, we are getting our embassy very much involved. Our embassy here is going to be the meeting point of all people that are interested to come to Sierra Leone, interested in knowing more about Sierra Leone. So we cannot do without you people. And one thing we know is that you people the Germans are travelers, and we want to take part of that. We want them to come to Sierra Leone and then let them see for themselves. Der deutsche Markt ist sehr, sehr wichtig für Sie, weil die Deutschen auch nicht einfach nur am Strand rumliegen wollen. Die interessieren sich für Kultur, die wollen das Land wirklich sehen. Und das ist natürlich sehr interessant für Sie. Deshalb versuchen Sie auch über Ihre Botschaft hier in Berlin da sehr viel zu arrangieren. Und ich muss doch eins noch mal fragen. Als ich in Sierra Leone war, da waren wir auf einer kleinen Insel im Moa River, und da kann man verschiedene Arten von Affen sehen, Schimpansen und andere. Wenn man Glück hat, auch Zwergflusspferde. Aber das Schöne war, dass diese Insel nicht überlaufen ist. Es gibt auch eine biologische Forschungsstation von Europäern. Ich hoffe, das wird auch so bleiben, dass das kein Massentourismusort wird. One last thing, we went to TY in the Moa River and saw the monkeys there and the big hippo. Were you able to see it? We didn't see it. Because, well, I think you should go back and look for it. Because that night it rained. And they told us they don't like wet grass. Yes. They only come out if it's dry. But I hope you will not turn it into a mass tourist destination, because I think that was we don't. That's not the plan. That is not the plan. You see how natural the forest was. You see how untouched the forest was. So we want to keep it that way. We want to keep it there. Quality tourism. Yes, more quality tourism there. Also Sie wollen auf gar keinen Fall Massentourismus, sondern eher Qualitätstourismus. Und insofern kann ich sagen, wer sich für Afrika, zum Beispiel Westafrika gerade interessiert, der sollte es wirklich mal unternehmen, nach Sierra Leone zu fahren. Es ist auch ein sicheres Land, es gibt so gut wie keine Kriminalität. Ich habe mich da Tag und Nacht komplett sicher gefühlt. Also wenn Sie Lust auf Westafrika haben, dann machen Sie sich auf nach Sierra Leone. Danke.